Die Kriminalität. Die Kriminalität in der Stadt ist in den letzten Jahren gesunken. Kriminell. Kriminelle Handlungen werden bestraft. Die Kriminologie. Die Kriminologie studiert Verbrechen und Straftäter. Der Kriminologe. Ein Kriminologe untersucht Verbrechen und deren Ursachen. Die Bezeichnung. Die Bezeichnung dieses Berufs lautet Kriminologe. Die Berufsbezeichnung. Jeder Beruf hat eine spezifische Berufsbezeichnung. Ausüben. Ich übe meinen Beruf mit Leidenschaft aus. Bekämpfen. Die Polizei arbeitet hart daran, die Kriminalität zu bekämpfen. Durchgreifen. Die Polizei wird hart durchgreifen, um die Kriminalität zu stoppen. Grenzen setzen. Um Kriminalität zu bekämpfen, müssen Grenzen gesetzt werden. Konfrontieren. Konfrontation kann manchmal notwendig sein, um Kriminalität zu bekämpfen. Die Staffel. In der Armee gibt es verschiedene Staffeln, wie zum Beispiel die Reiterstaffel. Die Reiterstaffel. Die Reiterstaffel der Polizei patrouilliert oft in der Innenstadt. Der Streetwalker. Streetwalker helfen Obdachlosen und Drogenabhängigen. Die Drogensucht. Drogensucht ist eine ernsthafte Krankheit, die behandelt werden muss. Der Kumpel. Mein Kumpel und ich gehen am Wochenende gerne ins Kino. Der Richter. Ein Richter urteilt über Straftaten. Das Gericht. Das Gericht entscheidet über Schuld und Strafe. Entsprechen jemandem. Mein Verhalten entspricht meinen Werten. Etwas entspricht mir. Dieses Buch entspricht genau dem, was ich suche. Elementar. Die Sicherheit der Bürger ist eine elementare Aufgabe der Regierung. Die Delinquenz. Delinquenz ist ein Oberbegriff für kriminelles Verhalten. Die Jugenddelinquenz. Die Jugenddelinquenz ist ein Problem in vielen Städten. Der Podcast. Ich höre gerne Podcasts auf dem Weg zur Arbeit. Die Wohnanlage. Die Wohnanlage bietet viele Annehmlichkeiten. Die Oase. Die Oase im Park lädt zum Entspannen ein. Bewachen. Der Wachmann muss das Gebäude rund um die Uhr bewachen. Die Überwachung. Die Überwachung des Geländes ist wichtig für die Sicherheit. Der Wachmann.
Der Wachmann ist ein erfahrener Sicherheitsexperte. Anbringen an. Ich werde das Schild an der Wand anbringen. Das Tor. Das Tor zum Park ist schon geschlossen. Der Freak. Der Freak hat sich komisch verhalten. Einbrechen. In der letzten Nacht wurde in das Geschäft eingebrochen. Sich abgrenzen von. Ich muss mich von negativen Einflüssen abgrenzen. Spalten. Die Gesellschaft ist durch politische Themen gespalten. Der Investor. Der Investor plant den Bau von neuen Wohnungen. Die Immobilie. Die Preise für Immobilien in der Stadt sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Kriminalitätslage. Die Kriminalitätslage hat sich in den letzten Jahren verbessert. Das Hellfeld. Das Hellfeld in der Kriminalitätsstatistik umfasst alle bekannt gewordenen Straftaten. Das Dunkelfeld. Das Dunkelfeld in der Kriminalitätsstatistik umfasst alle nicht bekannt gewordenen Straftaten. Aufhellen. Durch eine gute Zusammenarbeit konnten wir die Stimmung im Team aufhellen. Der Kommissar. Der Kommissar hat den Fall gelöst und den Täter gefasst. Der Hauptkommissar. Der Hauptkommissar ist der Leiter der Ermittlungsabteilung. Die Kriminalstatistik. Die Kriminalstatistik zeigt, dass es weniger Straftaten gab. Statistisch. Statistisch gesehen gibt es weniger Kriminalität als früher. Polizeilich. Bei einer polizeilichen Kontrolle wurde der Autofahrer positiv auf Drogen getestet. Die Straftat. Die Straftat muss schnell aufgeklärt werden. Der Fall. Der Fall wird von der Polizei untersucht. Die Fallzahl. Die Fallzahl von Einbrüchen ist in diesem Jahr gestiegen. Die Überforderung. Die Überforderung durch die Arbeit kann zu Burnout führen. Umfangreich. Das Buch enthält eine umfangreiche Zusammenfassung des Themas. Die Entwicklung ablesen. Man kann anhand der Statistik die Entwicklung der Kriminalität ablesen. Registrieren. Die Polizei hat den Vorfall registriert. Das Opfer. Das Opfer wurde schwer verletzt. Der Täter. Die Polizei sucht nach dem Täter. Die Betroffene. Als Betroffene haben Sie das Recht, Anzeige zu erstatten. Anzeigen. Ich werde den Diebstahl anzeigen.
Die Anzeige. Die Polizei hat die Anzeige aufgenommen. Anzeige erstatten. Ich werde Anzeige erstatten. Die Sensibilität. In diesem Bereich ist Sensibilität gefragt. Das Ausmaß. Das Ausmaß des Schadens ist enorm. Die Beurteilung. Die Beurteilung der Lage ist schwierig. Das Konstrukt. Das Konstrukt der Kriminalität ist komplex. Wahrnehmen etwas als. Die Polizei nimmt den Vorfall als kriminell wahr und hat Ermittlungen aufgenommen. Sich bewusst machen. Wir müssen uns bewusst machen, dass Kriminalität ein ernstes Problem ist. Das Gesetz. Das Gesetz verbietet Diebstahl. Gesetzlich. Dieses Vorgehen ist gesetzlich nicht erlaubt. Dramatisieren. Manche Medien neigen dazu, Kriminalität zu dramatisieren. Die Auswahl. Die Auswahl der Bewerber war schwierig. Selektiv. Die Studie wurde selektiv durchgeführt. Das Delikt. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte. Das Tötungsdelikt. Ein Tötungsdelikt wurde gemeldet. Die Deliktart. Die Polizei unterscheidet verschiedene Deliktarten. Die Beschädigung. Das Auto wurde durch Vandalismus beschädigt. Die Sachbeschädigung. Sachbeschädigung ist strafbar. Der Diebstahl. Ein Diebstahl wurde begangen. Der Ladendiebstahl. Ladendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Die Gewaltkriminalität. Gewaltkriminalität ist ein ernstes Problem. Die Körperverletzung. Die Körperverletzung wurde als schwer eingestuft. Besorgt. Ich mache mir besorgt um meine Sicherheit. Die Gesamtkriminalität. Die Gesamtkriminalität ist gestiegen. Die Interpretation. Die Interpretation der Daten ist wichtig. Die Schätzung. Die Schätzung des Schadens ist schwierig. Die Repräsentativität. In der Politik ist die Repräsentativität der Entscheidungen wichtig für die Legitimität der Regierung. Die Befragung. Ich muss mich einer Befragung unterziehen. Beabsichtigen. Ich beabsichtige, nächstes Wochenende zu verreisen. Verlässlich. Mein Freund ist sehr verlässlich und kommt immer pünktlich.
Relativ. Der Preis ist relativ hoch, aber die Qualität ist es wert. Absolut. Ich bin absolut sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Das Milieu. Er stammt aus einem wohlhabenden Milieu. Das Drogenmilieu. Die Polizei hat eine Razzia im Drogenmilieu durchgeführt. Verpflichtet sein. Jeder Fahrer ist verpflichtet, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Verschweigen. Er hat wichtige Informationen verschwiegen. Systematisch. Die Polizei geht systematisch bei der Ermittlung vor. Das Verbrechen. Das Verbrechen wurde schnell aufgeklärt. Der Verdacht. Der Verdacht fiel auf den neuen Mitarbeiter. Verdächtig. Sein Verhalten war sehr verdächtig. Die Ermittlung. Die Ermittlung dauerte mehrere Wochen. Der Erpresser. Die Polizei sucht nach dem Erpresser. Rauben. Die Diebe haben den Schmuck geraubt. Der Raub. Der Raub wurde in der Nacht begangen. Die Assoziation. Ich habe eine starke Assoziation zu diesem Ort. Moralisch. Es ist moralisch falsch, jemanden zu belügen. Unmoralisch. Es ist unmoralisch, Steuern zu hinterziehen. Der Jurist. Meine Schwester ist Juristin. Der Untersuchungsrichter. Der Untersuchungsrichter hat das Urteil gefällt. Der Staatsanwalt. Der Staatsanwalt hat Anklage erhoben. Das Mikroskop. Ich benötige ein Mikroskop für meine Forschung. Mikroskopisch. Die Bakterien sind nur mikroskopisch sichtbar. Ultraviolett. Die Haut kann durch ultraviolette Strahlung beschädigt werden. Das Laboratorium. Ich arbeite in einem Laboratorium. Der Laborant. Mein Bruder arbeitet als Laborant. Resolut. Er traf eine resolute Entscheidung. Dulden. Ich kann seinen respektlosen Ton nicht dulden. Das Testament. Mein Großvater hat ein Testament hinterlassen. Anstößig. Sein Verhalten war sehr anstößig. Munkeln. Es wird munkelt, dass er bald gekündigt wird. Der Schlafrock.
Ich trage gerne meinen kuscheligen Schlafrock. Die Seide. Das Kleid besteht aus reiner Seide. Glänzend. Die Sonne lässt das Meer glänzend erscheinen. Matt. Die Farbe ist zu matt, ich bevorzuge kräftigere Töne. Die Affäre. Die Affäre wurde öffentlich bekannt. Der Raglan. Der Raglanärmel ist an vielen Kleidungsstücken zu finden. Faserig. Das Papier ist faserig und zerfällt leicht. Der Rock. Der Rock ist ein klassisches Kleidungsstück für Frauen. Der Faustschlag. Ein Faustschlag kann schwerwiegende Folgen haben. Betäuben. Um Schmerzen zu betäuben, braucht man oft Medikamente. Wanken. Sein Vertrauen in seine Fähigkeiten wankte, als er den Test nicht bestand. Der Kommis. Der Kommis ist ein kaufmännischer Angestellter. Überfallen. Ein Mann hat die Bank überfallen und ist mit Bargeld geflohen. Die Zelle. Die Gefängniszellen sind klein und ungemütlich. Inspizieren. Der Polizist inspiziert das Haus, um Beweise zu sammeln. Leugnen. Es ist besser, die Wahrheit zu sagen, als zu leugnen. Schaben. Ich muss erst den alten Lack von der Tür schaben. Der Staub. Staub und Staubkörner können Allergien auslösen. Geliefert sein. Wenn man geliefert ist, hat man keine andere Wahl als zu akzeptieren. Toben. Wenn jemand tobt, ist er außer Kontrolle. Die Projektion. Eine Projektion kann helfen, eine Idee zu visualisieren. Verknäult. Verknäulte Kabel und Leitungen können schwer zu entwirren sein. Der Wurm. Würmer sind wichtige Bestandteile des Ökosystems. Der Zeuge. Ein Zeuge kann wichtige Informationen zu einem Verbrechen geben. Fallen lassen. Man sollte keine Beweise oder Beweismittel fallen lassen, wenn man eine Untersuchung oder Anklage führt. Der Junggeselle. Ein Junggeselle ist eine unverheiratete Person. Grübeln. Wenn man grübelt, denkt man tief über etwas nach. Sanftmütig. Sanftmütigkeit ist eine Tugend, die viele schätzen. Verjährt. Eine Tat kann verjähren, wenn zu viel Zeit vergangen ist. Anständig.
Anständigkeit ist eine wichtige moralische Eigenschaft. Das Klischee. Ein Klischee ist eine stereotype Vorstellung. Klischeehaft. Klischeehafte Aussagen können verletzend sein. Gewalttätig. Gewalttätiges Verhalten ist niemals akzeptabel. Der Mehrfachtäter. Der Richter verurteilte den Mann zu einer höheren Strafe, da er ein Mehrfachtäter war. Überproportional. Überproportionale Belastungen können zu Ungleichheit führen. Belasten. Ich möchte dich nicht mit meinen Problemen belasten. Schließen auf. Ich schließe auf deine Bereitschaft, mir zu helfen. Das Erziehungsmittel. Ein Erziehungsmittel ist ein Werkzeug zur Erziehung. Die Behörde. Behörden sind für die Durchsetzung von Gesetzen zuständig. Demografisch. Demografische Faktoren können die Gesellschaft beeinflussen. Die Integration. Die Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt ist eine Herausforderung. Die Unterschlagung. Der Manager wurde wegen Unterschlagung von Geldern verurteilt.